schon ausgesehen, da braut sich etwas zusammen. Wenn ich dich wäre, würde ich rennen. In dieser Sendung der Dodo. Das ist der so schön Begriff reinschauen kann. Wieso sterben immer nur die Guten? Fragt der Bub seine Mutter. Ist vielleicht ein bisschen gar simpel. Wieso sterben immer nur die Guten? Das hat man schon x-mal gehört, der Good Die Young. Also, hast du das Gefühl, dass du Musik machen kannst oder dass sich jetzt alle im Moment auch für dich interessieren, weil du auf der Robinson-Insel warst? Ganz ehrlich. Wieso sage ich es? Und das wäre unangenehm. Einst dank Reality TV bekannt geworden, ist er heute mit Songs wie diesem hier im Äther präsent. Hippie-Bus, Fenster sind um den linken Arm, ist Schluss im Dodo singt aber nicht nur, er ist vor allem Produzent mit einem Händchen für Mundart-Hits mit Weltklasse-Beats. Hör nicht auf, das zu machen, was du liebst! Entstanden ist dieser Sound im Studio von Dodo mitten in Zürich. Trotz Erfolg ist damit nun Schluss. Ich hatte ein Studio, eine Wohnung. Ich habe eigentlich gewusst, was ich genau machen in meinem Leben. Es war recht geregelt. Und jetzt? Uff. Seit dem letzten Album ist alles anders, Mann. Kein Studio mehr, keine Wohnung mehr. Hui. Sehr geil, sehr geil, sehr geil. Du fängst dort unten an, wo du anfängst, ja. Und dann ziehst du es aber rauf, in einen anderen Schluss. Dass man schon merkt, jetzt kommt die Bombe aus dem Wallis. Jetzt kommt sie. Jetzt kommt der Schreihals aus dem Wallis. Deine Schweiz und meine Schweiz, das ist unsere Schweiz, wir teilen es! Geil, geil! Deine Schweiz und meine Schweiz, das ist unsere Schweiz, wir teilen es! Ja, Steffi, du bist der Boss, gell? Ich kann einfach wahnsinnig laut und hoch hören. Ja, wie gefällt es dir? Ich glaube, es ist cool. Ja. Sehr gerne. Einfach immer so laut und hoch, wie es geht. Hä? So. Danke, ja, merci auch. Ich schaue gerade schnell an. Also sehen Sie denn dort eintreten? Es ist so wie ein kleines Schlösschen und es ist so ein leerstehendes Gebäude. Das ist nicht von uns. Ein Elektrizitätswerk steht angeschrieben. Das ist nicht von Ihnen? Nein. Wüssten Sie, von wem das ist? Nein. Okay. Gut. Ich danke Ihnen. Tut mir leid. Ja, gell? Das ist schwarz und weiß eingeschrieben, dass wir unser Raumschiff verlassen dürfen am 31.03. Die Mietobjekte sind vollständig geräumt, um besenrein zurückzugeben. Es ist verdammt lustig, wenn es dann abgerissen wird, wenn es besenrein muss sein. Ja, no. Wir schauen mal, wie wir das anbringen. Ja, jetzt wissen wir es definitiv. Und als ich das vorgestern gelesen habe, bin ich trinken. Irgendwie habe ich ja gewusst, dass es kommt, aber wo es dann kam, hat es mich gleich gefunden, verdammter Scheiß, Mann. Jetzt muss ich da raus und ich habe immer noch nichts. Und wohin geht's? Ja, und dann habe ich
habe nicht mehr mögen. Ich wollte einfach einmal nicht wollen. Ich wollte einfach einmal wütig sein. Einfach einen Abend lang. Scheiß drauf, Mann. Es tut auch weh. Auch wenn es gut kommt. Da kommt der Tänzer rein. Lass mich Instrumente ziehen, so tief runter, bis halt geht. Ist alles nur eine Frage von der Zeit, bis ich mich wieder finde, der Wind in meine Hand. Und lass mich Instrumente ziehen, so tief runter, bis halt geht. Ist alles nur eine Frage von der Zeit, die einem bleibt. Hoi, Hoi, alles gut? Hoi. Ciao. Ciao. Schön dazu. Herzlich willkommen im Success Club. In der Hartburg oder Pfingstweidstraße. Die grosse Straße da draußen ist die Pfingstweidstraße. Mein Studio. Ich sehe die Küche, das Herzstück. Nicht der Computer, sondern die Küche ist es. Der Charme macht es auch aus, dass man da rein landet. Wir haben Festchen hier gefeiert, wo die Leute gar nicht über die Küche drüber sind, sondern da rein kleben geblieben sind. An diesem Tisch sind ganze Alben da eigentlich entstanden, von Stefla-Chef, von Lolödig, von Nemo, über Pedestrians, über Rita Roof oder Double Fantastic, die da rein gearbeitet haben. Es ist übrigens chaotisch da rein, und das darf sein. In dieser Küche dürfen ihr alles machen. Da darf geraucht werden, getrunken werden, alles wirklich. Ihr dürft tanzen da rein. Ich habe heute einen Gast. Das ist der Gast da. Rita Roof. Ja, dort. Mit ihr habe ich auf dem neuen Album das Lied «Hartbruck» gemacht, über das Gebäude, wo jetzt drin steht. Es war früher mal ein Roststall. Da unten, da oben nicht natürlich. Das sind nur Tesla. Also ich wünsche euch viel Spass. Jetzt könnt ihr die nächste Tür rechts reingehen. Das ist recht überschaubar. Ich bring sie heim und sie sagt, komm, bleib. Wir haben das Lied im Ohr und machen Alarm, Alarm. Okay, also, hey! Pfingstweid Studio Sessions sind für mich ein Ciao sagen mit all meinen Fans, mit Leuten, die Musik gehört haben über all die Jahre, die aus dem Studio rausgekommen ist. Jetzt kommen im Januar noch 4. Und dann haben wir 44 ausverkaufte Shows da gemacht. Es ist einfach wieder eine Wahnsinnsidee. Alles Move voller Männer, Maschine quer. Doch meine Munition ist besser als die vom Militär. Ich bin fit und in Form, also mach's laut, bis Mikrofon. Mann, Vibe. Wir machen Party tonight. Regeneriert, regeneriert und ich repräsentiere Allheim. Sicilien. Vögel piepen, Duss, aber voll easy. Ich bring sie heim und sie sagt, komm. Wir haben das Lied im Ohr und machen Alarm, Alarm. Nochmal, hey! Das Wichtigste, was ich überhaupt gelernt habe im Leben, es kommt nicht auf Erfolg oder nicht, das ist wie Husten. Das kommst du über und dann ist er wieder weg, irgendwie. Aber was wirklich etwas kannst dafür, ist, dass du glücklich bist. Und das ist einfach ein Mindset. Und wenn ich glücklich bin, will ich immer erfolgreich sein. Willkommen in der Regie. Früher habe ich Piano gelernt als Kind, aber ich war ein sehr schlechter Schüler. Ich habe eben herausgefunden, auf dem Weg als Pianist, bin ich an einem Studio vorbeigekommen und das Studio hat eben einen Pianolehrer gehört. Und meine Eltern haben eigentlich Pianounterricht gezahlt und ich bin zu ihm ins Studio gegangen und habe dort angefangen zu samplen. Und darum habe ich das Handicap, dass ich eigentlich wirklich nicht spielen kann, oder? Aber ich kann das Zeug da bedienen und ich habe Visionen und ich hole halt Leute rein, die dann meine Visionen umsetzen. Ich habe zwei linke Hände für das grosse Smooth. Jeder macht, was er kann, jeder macht, was er kann. Bin geboren zum Singen. Bin ein geborener Singer. Ich hab zwei linke Hände für ein grosses Maul. Jeder macht, was er kann, jeder macht, was er kann. Bin geboren zum Singen. Bin ein geborener Singer. Haben ihr nie irgendwie so mal eine Phase gehabt, wo ihr irgendwie alles das Gefühl habt, oh, jetzt geht's nicht mehr oder jetzt? Ja, weißt du wie?
Es gehört dazu. Es gibt immer die Phase in der Produktion, wo du alles hinterfragst und denkst so, oh mein Gott, das ist alles nur Kack. Was mache ich eigentlich? Und dann kannst du Alkohol trinken zum Beispiel. Hilft nicht immer. Oder du gehst einfach mal joggen oder so. Und ja, aber es ist ein geiler Moment auch. Das sind gute Momente. Und so merkst du so, shit, dann musst du easy bleiben. Mhm. Ja, cool. Dann gehen wir mal rüber. Jetzt spielen wir gerade noch ein Lied von meinem ersten Album. Das heisst «Leu von Zürich». Mit 16 ist ein Kollege von mir an Heroin gestorben. Und unvorstellbar in der Schule. Im Schulzimmer haben die Folie geraucht. Das ist wirklich so, wieso macht man das? Aber das war wirklich so. Es war irgendwie so eine grosse Heroinwelle. Und dann hat es in Zürich, im HB, hat's auch einen Bubenstrich gegeben. Wo sie dann, wenn sie Geld gebraucht haben, sind sie Deko anschaffen, auch unten rein. Auch unvorstellbar, aber das haben sie gemacht. Und irgendwie all diese Sachen habe ich dort in das Lied irgendwie reingepackt. Letzte, als ich in der Bahnhofstrasse gelaufen bin, habe ich im Pennen gesehen, hat das Lied gesungen, das hat mich so berührt, dass ich jetzt probiere nachzusingen. Es ist so gegangen. Ich laufe mit dem Loi durch die Straße von Zürich nach Seien. Seien, Seien. Heimat ist ein Gefühl und kein Ort. Fühl meine Worte, fühl meine Worte. Jetzt laufe ich mit dem Loi durch die Straße von Zürich nach Seien. Seien, Seien. Heimat ist ein Gefühl und kein Ort. Fühl meine Worte, fühl meine Worte. Als Teenager schaffe ich's in einer Kleinklasse. Hab bald gemerkt, dass ich nicht in die Welt hineinpasse. Bin nie mehr daheim, hänge nicht mehr auf der Gas. Was will ich daheim, wo man mich fertig macht? Die Stadt ist der Ort, wo ich alles in mich hineinlasse. Junkies, dealen und Nutten als Familie gehen. Polizei und Richter haben mich in den Gitter gebracht. Sehen, so geht's, wenn man den Sohn im Stich lässt. Nein, wie geil. Den ganzen Winter habe ich es gesucht. Shit, ich musste immer mieten. Hast du gesehen, manchmal musst du zügeln, dann können wir die Schlittschuhe wieder führen. Das ist meine World Music Collection. Oder auch Trommelsachen von Afrika noch. Die Platte ist, glaube ich, von meinen Eltern. Das haben sie gekauft. Guem. Das ist so ein Trommelspieler. Ich habe das geliebt. Als Kind damals Sonntagmorgen haben sie entweder Klassik gehört oder so African Sound. Das grösste Kino von allen Kinos, die es gibt. Oh, meine Lieblingsplatte. Nein, das ist meine erste Platte, die ich bekommen habe. Ich bin gerade von Afrika heimgekommen. Meine Tante hat mir die geschenkt. Falco. Und der Typ hat ja gerappt eigentlich. Und ich habe mit 8 noch nicht genau gewusst, was Rap ist. Und dann hat er das Lied «Rock Me Amadeus». Da bin ich einfach durchgedreht als 8-Jähriger. Und checkt das aus. Ein rotes Vinyl. Ich habe sie geliebt. Ich habe sie schon nur geliebt wegen der Farbe. Ich war, glaube ich, das glücklichste Kind. Er war Superstar, er war populär, er war so exaltiert, because er hatte Flair. Er war ein Virtuose, er war ein Rocky-Idol. Und alles rief, «Come on, rock me Amadeus, Amadeus!» So gut, so simpel, so viel Freude. Schon noch krass, wenn du die erste Platte von dir findest. Die allererste. Hey, ab Montag stehe ich auf der Straße, kein Theater mehr, kein Studio mehr. Es bin nicht ich, der dich verlässt. Du verlässt jetzt mich. Und ich würde so gern noch ein bisschen bleiben, doch kein Stein bleibt nicht der gleich. Du hast keinen Platz mehr für mich. Ich Yes! Mein halbes Leben ist hier und in dieser Mulde. Abschied von dir, obwohl ich dich liebe. Jungs,
Wir kommen alle mal da rein. Alle Servela-Promi vorkommen, Mann. Chorizo, Bratwurst, alle vorne sind. All die jetzt da sind, haben etwas zu mit dem Studio. Wo ist die Jäger? Jetzt stehe ich an der Hardbrücke, dein Althof zieht fort durch die Häuserschlucht. Und überall ins Bauen, Tower um Tower um Tower um Tower. Und vielleicht erkenne ich dich irgendwann nicht mehr. Doch ich vergiss nie mehr, wie ich mich gefühlt habe bei dir. Ich stehe an der Hauptbrücke, drehe an die Jahrzug, finden es die Heid zwischen Gleis und dem Parkhaus. Schaffen tut den Tag und nimm mir jede Nacht auf. Jahr um Jahr im Schatten von dem Glasturm. Will in deinen alten Wänden unter deinem kaputten Dach finde ich meine ganze Welt, meine Lieder. Du hast mich suchen lassen nach meinem Glück und für das danke ich dir, alte Freund. Schliessest deine Türen für immer, doch du lebst weiter in mir, genauso wie das Gefühl in mir inne, dass noch so viel Schönes vor mir liegt. Und auch wenn die alten Häuser verschwinden und ich gezwungen bin zum dich verlassen, bin ich dir so dankbar. Oh, bin ich dir so dankbar. Jetzt stehe ich an der Haarbrücke, wir sehen beide alt aus. Du bist es die Hause für jeden, der da ankommt. Das Bett und ein Tisch und eine Küche gibt es Album. Da sitzen wir, solange dass du noch stehst und... Es tut ein bisschen weh. Es sind doch Jahre, die ich hier habe verbracht und gestritten und gefreut und geliebt. Und für das danke ich dir, alte Freund. Du schliessest deine Türen für immer, doch du lebst weiter in mir. Es hat eigentlich die letzte Dekade für uns alle geprägt, für alle Musiker, die hier rauskommen. Er ist irgendwie wie der Vater von uns allen, so er schaut, dass wir irgendwie alle zusammenkommen. Das ist eigentlich wirklich seine Spezialdisziplin. Schauen, dass es den Leuten gut geht, in dem ist er Spitzenklasse. Er ist extrem visionär. Er hat eine genaue Vorstellung, wie etwas muss sein muss und geht dann diesen Weg und setzt sich durch und kommt so ans Ziel. Der positivste Mensch, den ich kenne. Unbeschränkt Energie, egal was er macht. Ich bin manchmal müde, er glaubt nicht. Er schläft einfach nicht, bis er es gut findet. Das ist für, wenn du alleine bist, nicht mehr genau weißt, wo die Heimat ist, wenn du alles hinschmeißen willst. Für den möchtest fühlst du scheiterisch, wenn die Angst dich am Ausbreiten ist, du nicht mehr mit dir im Reinen bist. Für den, wenn du verreisen willst, weit weg, aber weißt nicht, wohin kein Weg, wo sich zeigen will. Heb durch, heb durch, heb durch, heb durch. Heb durch, heb durch, heb durch. Reggae! Steck den Kopf nicht in den Sand, ausser du liegst am Strand. Aber auch dort nicht zu lang, aber auch dort nicht zu lang. Und darum sing ich, steck den Kopf nicht in den Sand, ausser du liegst am Strand. Aber auch dort nicht zu lang, aber auch dort. Weil ehrlich gesagt, hab ich keinen Bock mehr, deinen Namen allein. Der gibt mir schon Kopfweh. Wenn man drunter geht, kann man nicht immer drüber stehen, wo noch. Und das Gefühl in der Brust kann man nicht immer. Alle können klatschen, ja, ja. Okay. Weil ehrlich gesagt, hab ich keinen Bock mehr, deinen Namen allein. Der gibt mir schon Kopfweh. Wenn man drunter kommt, kann man nicht immer drüber stehen, wo noch. Und das Gefühl in der Brust kann man nicht immer übergehen. Und darum wird's ein Sturm geben, ein Sturm geben. Schau, wie das da oben
man schon aussieht. Da braut sich etwas zusammen. Wenn ich dich wär, würde ich rennen, weil jetzt wird's ein Sturm gehen. Aufhört an der Pfingstweidstrasse, wo der Bagger auffährt und sein Haus zerstört, er nicht weiss, wie's weitergeht. Mein Grund, wieso dass ich da bin, ist, ich will das finden, wo dass mich das Leben treibt. Es ist auch wahnsinnig zu hören, was die Leute da angetrieben hat, ins Kalte, sich dem auszusetzen. Mein Schicksalsschlag ist, dass ich kein Studio mehr habe. Aber das ist nicht so etwas wie jemand, der AIDS hat, der in dieser Gruppe ist. Oder jemand, der gerade seine ganze Familie verloren hat und jetzt muss klarkommen mit seiner emotionalen Welt. Das war sehr krass, wie das alles zu hören und auch wieder zu wissen, ich bin so gesegnet mit meinem Leben. Aber was ich ganz fest in mir habe, ich bin streng zu mir selber. Ich habe irgendwie das in mir rein. Ich tue mich gerne leiden vielleicht. Oder bringe mich dort hin, wo es dann so wie ein bisschen gefährlich ist. Und heute in dieser Gruppe es ist darum gegangen, dass man irgendwie die Gruppe spürt. Und dann plötzlich ist das in mir reingekommen, so, hey, ich bin in einer Gruppe. Jetzt probiere ich mein Ego loszulassen. Und das war eine schöne Erfahrung, dass ich nicht muss. Es ist wie easy, Dodo. Easy, nimm es easy. Nimm es einfach mal easy, Dodo. Easy musst du jetzt nicht pushen. Achtsam sein und nicht einfach seinen Scheiß durchboxen. Okay. To jump into the water is a jump past your fear. Make a calculated, great jump into the deep. Of yourself, literally.
world is like a reset. We are more than our fear. Danke vielmals. Das ist schon noch geil. Wenn mein Studio schon am Erdboden gleich gemacht worden ist, soll mein neues Studio den Erdball bereisen. Wir haben in Basel ein Boot gefunden. In Rotterdam wird der Container aus dem Frachter rausgelupft und auf ein riesiges Containerschiff gebracht. Kaufen einen Schiffscontainer, bauen ein Studio rein. Fahren den Rhein ab, bis mehr muss neu auffinden. Raus in die Welt zu den Leuten, spüren, wie die Musik verbindet. Ich kann nicht fischen, mache die Reise, bin ich Minister von guten Vibes. Ich bin noch nicht auf der Reise, weil erstens fehlt mir das Geld. Ich habe mir das mit meinem Enthusiasmus ein bisschen einfach vorgestellt. Ich habe gedacht, ja, in 6-7 Monaten kriege ich das an. Wir haben dann mit meinem Team mal ausgerechnet, wie viel das ist. Das wäre schon 500.000, die wir brauchen. Die 500.000 habe ich gedacht, ja, easy, das schaffen wir irgendwie. Das ist so ein gutes Projekt. Irgendjemand ist sicher gewillt, um da mitzumachen. Jetzt haben wir ein Drittel zusammen. Und ich habe dann entschieden, hey, okay, das braucht ein bisschen mehr Zeit, als ich mir das gedacht habe. Also verschiebe ich das verschieben um ein Jahr. Ja. Wie? Genau. Ich mache gerade Rita Roof. Haben wir gerade irgendwie 3 neue Lieder geschrieben und aufgenommen. Ja, du weißt. Und dann wird es immer um 5 Uhr morgens. Und dann kommst du heim und lebst. Momentan lebe ich so an allem vorbei. Bevor ich den Container visualisiert habe, habe ich mir ein Künstlerhaus visualisiert. Und jetzt hat das Universum so wollen, dass das Haus gekommen ist. Es ist ein 3-stöckiges Haus, leer. Und ich habe mein kleines Studio oben eingerichtet. Aber ich gehe mit dir. Das muss wie weitergehen. Oh. Aha, ja. Welche Adlibs? Ja. Also wir sind seit etwa 10 Tagen sind wir im Studio, jeweils vom 2 etwa bis in der Nacht um 2. Ich schlafe meistens auf dem Sofa, während er noch weiter, also der Dodo tut dann eben die Takes noch durchhören und tut noch ein bisschen rumfeilen und mich leitet es einfach fast zusammen. Er kann dann wirklich einfach noch easy noch 4 Stunden weiterarbeiten. Einfach so lange, wie es braucht. Nochmal. Ich lasse dich gerade von vorne laufen. Willi geht ins Gras und nennt den Alltag an. Schlaf mit mir an der Limit. Ich bin mir nicht sicher. Ich spüre dich wie nicht. Ich spüre es nicht, dass du mir etwas erzählen willst. Er ist einfach erst zufrieden, wenn es wirklich hure gut ist. Und das ist eigentlich ja geil. Es ist streng für die mit ihm arbeiten.
Aber für das Produkt ist es eine sehr gute Eigenschaft. Decke um den Boombox, Handy ist auf lautlos, wie wenn ich mehr aufstehe. Also, was hast du jetzt gemacht? Nichts, einfach den zweiten laufen lassen. Aha. Momentan bin ich müde, aber ich bin glücklich, weil produzieren oder Songs schreiben ist ja immer, man tut wie sein Innere gegen aussen kehren. Und im Prozess mache ich mich schon auch kaputt. Also ich habe dann schon auch den Hang zum, vor allem wenn ich schreibe, dass ich trinke und dass ich rauche, dass ich so wie etwas muss kompensieren, wie ein Loch, das ich halt aufreisse in mir rein. Wie das Bedürfnis habe, das zu füllen, das Loch, auch wenn ich das mache, was ich liebe, aber ich glaube, darum gibt es das Wort Leidenschaft. Ergänzen ist wirklich an vielen Stellen sehr gut. Also, dass er wirklich Zeug kann, macht, wo ich weniger kann und umgekehrt halt. Also sprich, dass er halt wirklich wie das Gefühl hat für Melodien, für den Gesang, wie das halt drüber geht. Und ich komme dann eher von der Musik und der Sound halt, wie es abgemischt ist. Und es ist wirklich erstaunlich, wie das immer wieder funktioniert. So. Es gibt einen Trick, wo man den Nemo verraten hat. Und jetzt wird es sicher mega hässlich, dass ich ihn weiter verrate. Aber ich glaube, sie hat ihn auch nicht selber erfunden. Aber das Beste ist, wenn man kreativ arbeiten will, dass man etwas macht, das einem ablenkt. Weil dann ist sozusagen das Hirn frei. Also wenn man Texten ist oder am Sounden, dann irgendwie Karten spielen oder der Jägi tut am liebsten Backenvideos schauen. Dann hat er immer die grösste Idee nachher. Dann schaut er da zum Beispiel. Na, das ist schon wieder das Heu rein. Effizient. Ich finde es immer geil, wenn sich jemand etwas überlegt, wo nachher Sachen einfacher gehen. Aber ich bin einfach nicht so... Ich bin einfach noch oldschool. Ich finde es geil, wenn jemand mit der Sense geht, das Heu machen. Ja, aber das ist jetzt ein völliger Widerspruch. Ja, aber ich bin sehr ein widersprüchlicher Mensch. Das neue Projekt hat irgendwie angefangen mit der crazy Idee, dass man einen Container ausbaut und mit dem um die Welt reist. Und dort nachher eine Musikladen entstehen und mit Leuten zusammenarbeitet, die man halt trifft auf dieser Reise. Was ich persönlich davon erwarte, ist schon einerseits sicher ein Abenteuer, wo halt irgendwie aufmacht und nachher zu neuen Ideen führt, im besten Fall. Ich liebe Neuerfindungen. Ich lebe halt von Visionen. Das mache ich ja den ganzen Tag. Ich schreibe immer neue Lieder. Und es verlangt es wie ein bisschen, dass ich weitergehe und dass ich wie meine Grenzen auslote und wie wieder ein neues Land gewinne. Ich glaube, es ist wie ein Weitergehen oder ein Weiterwachsen. Yes, es geht. Seit 2 Jahren lang habe ich jetzt auf das gewartet. Hey, freut mich für dich, mega. Das ist ein cooles Ding. Gerade frisch ab Antwerpen. Hast du jetzt von Antwerpen gekommen? Sehr gut. Ja, genau. Bald gehen wir wieder dort rauf. Reinspaziert, bitte sehr. Der Nachmieter geht rein. Hoppa. So, schau. Oh. Gut, das... Da ist irgendetwas passiert. Ja? Wenn der Sturm hatte auf dem Schiff, aber es ist ja alles da eigentlich... Ja, aber das ist machbar. Ja, ja. Man muss sich natürlich bewusst sein, da ist jetzt einmal von da mit dem Hochseefrachter auf Jakarta und jetzt mit dem Hochseefrachter zurück. Und wenn es ein Sturm ist, also wir können ja mal froh sein, dass er überhaupt auf dem Schiff geblieben ist. Magst du dich vielleicht erinnern, letztes ist doch ein ganzes Containerschiff irgendwie in der Nordsee. Die Container schwimmen jetzt noch vom Ding.
Aber so viel zum Studio-Equipment. Das muss alles gut eingepackt werden. Ja. Schon noch ein bisschen scary. Der Urban Free ist sozusagen der Godfather of Studio-Schiff-Container. Er hat 7 Jahre lang mit seinem Team daran herumgeknöppelt, bis das geht. Ich habe gedacht, ich schaffe es in 3 Monaten. Respektive, ich habe gar nicht so viel gedacht. Ich habe einfach wählen. Ich kann wählen, dass ich das habe. Und in jeder Sitzung, die ich geführt habe mit Leuten, die rauskommen, habe ich eine Frage gestellt und sie haben mir 10 Gegenfragen gestellt. Und ich bin durchgedreht. Und dann ist eben der Urban Free gekommen und hat gesagt, Dodo, mach dir nicht so Sorgen. Ich stelle dir den zur Verfügung, gehe um die Welt, mache Musik. Wenn du zurückkommst, gehst du mit den Container wieder zurück. 3, 4, 5, 6. Das ist eben das Erste, was du auf eine neue Bühne betrittst. Es ist immer gut, wenn du schnell ablaufst. Einfach zum sagen, du bist der Boss da. Und es kommt alles gut. Dass nichts passieren wird, ist alles safe. Ist gesegnet. Auch wenn die Decke oben runtergekommen ist, man schaukelt das schon. Mit dem Schiffscontainer will ich von Basel aus auf Rotterdam, von Rotterdam an die Elfenbeinküste, von der Elfenbeinküste runter auf Südafrika und dann wieder zurück. Warum die Elfenbeinküste? Ich bin an der Elfenbeinküste aufgewachsen. Meine ersten 6 Lebensjahre habe ich dort verbracht. Und seitdem bin ich nie mehr zurückgegangen. Happy birthday to you. Warum Südafrika? In Südafrika habe ich den Videoclip zu Hippiebus gedreht und bin oft ein Stückchen auch dort daheim. Komm auf die Bühne und spiel deine Songs. Hallo? Ja, heute zusammen. Jetzt sind, glaube ich, alle anwesend. Schön, haben wir Zeit gehabt. Vor 19 Stunden hat der Bundesrat den Notstand ausgerufen und das nehmen wir sehr ernst. Das heisst aber nicht, dass wir nicht weiter daran arbeiten werden. Das Problem ist, wir werden die wahren Auswirkungen, die wir jetzt verursachen, erst in 2 Wochen sehen. Und darum ist es einfach, also ja, wenn wir ehrlich sind, müssen wir jetzt einfach daheim bleiben. Ja. Ja, also... Wenn ich vielleicht auch schnell einhängen darf, oder? Ja. Ich denke, vom Zeitplan her müssen wir sowieso alles hinten rausschieben, weil wir haben im Moment wirklich das Problem, dass die Schifffahrt komplett oder sehr grosser Teil runtergefahren wird. Also ich gehe davon aus, dass wir vor dem August wahrscheinlich den Container gar nicht mehr zum Hafen ausbringen, oder? Ja, ja, auf jeden Fall. Und weißt du, das hat ja jetzt erst in der Schweiz angefangen und geht dann nachher... Irgendwann fängt es in Afrika an und wir wollen auf Afrika gehen. Und das können wir jetzt gar nicht sagen, dass wir gehen. Also wenn nichts bekommt, kann es wirklich sein, dass es drauf geht. Das ist wirklich so. Ja, du musst aufpassen mit deiner Lungenentzündung. Das ist für mich, ich nehme es so cool ernst. Ja, du musst einfach daheim. Homeoffice. Ja. Du weißt, wie das Ding läuft. Reggae against the virus. Hat uns schön was Pegel. Direkt von meinem Quarantäne-Balkon. Jeden Donnerstag, der Donnerstag. Bobale, sing! Hör ich dich sagen, wir haben schon als Kind in Abidjan zusammen gespielt. Ich mache den Donnerstag, weil wir haben keine Tournee mehr, wir haben keine Shows mehr. Es ist alles abgesagt. Wer weiß, wie lange der Scheiß geht. Also, jetzt müssen wir erfinderisch sein. Und dann habe ich überlegt mit meinem Co-Produzenten Jägi, wie machen wir das? Und dann haben wir gesagt, okay, lass uns den Donnerstag machen, einen Livestream, wo wir 20 Minuten von der Quarantäneterrasse absenden. Auch ich habe mir das Lied schon ein paar Mal verschreiben. In der Endlosschleife gelost, um mich selber wieder aufrichten, Hans. Mitgenommen zum Schaffen, Hans. Mitgenommen zum Trainieren, Hans. Auswendig gelernt, damit ich dir das jetzt kann singen. Ey. Heb durch, heb durch. Weil auch ich will, dass du ein Fighter bist und das, was du liebst, verteidigst. Steck den Kopf nicht in den Sand, du sollst
letzte Woche habe ich mich ein bisschen überfordert gefühlt, weil erstens Corona, zweitens der Container und drittens das Haus. Und eigentlich ist mein Herz beim Container. Das Studio, das Musikerhaus habe ich mir auch immer gewünscht. Und dass das jetzt gleichzeitig gekommen ist, das ist wie crazy, dass ich das jetzt tragen darf. Aber ich merke, es ist mir einfach ein bisschen schwer. Es ist bei beiden Projekten so viel Geld drin und darum bin ich am struggeln. Die schlimmste Zeit scheint vorbei zu sein, aber mit der Lockerung ist natürlich jetzt der ganze Stress, was passiert mit meinem Leben, wo jetzt ein bisschen auf Eis gelegt war, was wird jetzt passieren? In 1,5 Monaten gehen wir auf unsere Reise, wo jetzt nicht mehr auf Afrika geht, oder noch nicht auf Afrika, sondern auf Pässe rauf. Und zwar gehen wir auf die Pässe in der Schweiz, weil wir nicht raus können. Wir müssen umdisponieren. Und das hat mich zu einem Song getrieben, der heisst «Eine Tür geht zu, ja, eine Tür geht auf». Und die Idee von dieser Tür, die zu war mit dem Lockdown, und jetzt wieder irgendwie auch innerliche Türen aufgegangen ist, um zu zeigen, okay, vielleicht muss ich halt noch nicht auf die grosse Reise, sondern auf die grosse Reise. Finde ich einfach bestechend und ich glaube, ich habe einen Hit geschrieben. Aber meine Plattenfirma gehört es nicht. Das ist jetzt das Dilemma, weil man kann schon einfach Songs schreiben, aber die Songs für mich, die mir am meisten Bedeutung haben, sind die mein Leben umschreiben. Die ums Innerste gehen. Die ich gerade erlebe. Und die sind am ehrlichsten und die sind auch die Menschen berühren. Gospelmäßig, so oder so, mit dem Clap. Hey. Ah ja, da. Klopfen im Rhythm vom Leben an die Tür, so rampapapam, Madame, wird unsere Türen nicht zulassen. Ah, das ist schon geil, ja? Das ist ziemlich... Oh oh, der schnellste Weg zum Glück ist, wenn du all die Türen schliessest, an dem, was dir nicht gut tut, was dir nicht gut tut, was dir nicht gut tut. Ah, ist alles Scheiße. Das Leben ist einfach der Baustelle geworden. Immer noch. Doch muss ich das durchziehen, dann zieh ich davon. Ciao, ciao, mi amor. Zu. Oder auf. Zu. Ah, wirklich? Ja. Jetzt ist zu und nachher kannst du... Okay. Ciao, 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 mi amor. Wenn mich nicht willst, habe ich Besseres vor. Ciao, 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 mi amor. Ist die Tür halb auf, dann zieh ich davon. Tür geht zu, baby. Tür geht zu, ja. 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 Tür geht zu.
Ein bisschen fühle ich mich wie der James Bond, einfach nicht so fest auf geheimer Mission wie er. Da mein eigener Kratensee, meine Raketenstation. Ich wollte auf Afrika und jetzt bin ich hier oben gelandet. Aber du musst sehen, beim Reisen, die schönsten Erlebnisse sind immer, wenn du Umwege machen musst. Ciao, ciao, mi amor. Türe geht zu, ja, Türe geht auf, Baby. Türe geht zu, ja, Türe geht auf. Türe geht zu, ja. Die Türe geht nicht auf. Hey! Haben wir gerade das Gleiche gedacht, oder? Die Türe geht zu, die Türe geht auf. Die Türe geht nicht mehr auf. Aber ist doch schön, jetzt kannst du es geniessen. Vielleicht haben wir uns einfach jetzt mal eine Pause verdient. Bleibt halt mal die Türe zu. Ich kann warten. Schnaufen. Hallo? Das ist der Dodo, ich sitze hier im Gondeli. 3/4 Stunde geht's. Also man kann die Türen nicht irgendwie sonst aufmachen, weil wir sind ja da oben. Also es geht einfach, die Türe geht nicht auf. Wollt ihr etwas zu essen? Also ist gut. Danke vielmals. Ade. Nein. Ist nicht so eine Not auf? Ja, aber ich weiss, also ja, kann ich machen. Talfahrt würde ich. Ja, vielleicht geht er einfach runter jetzt. Talfahrt? Gehen wir runter? Ah ja, jetzt gehen wir runter. Bleiben wir vielleicht in der Mitte stecken? Oh oh. Geile Idee gewesen, Edi. Es kutet Huren draussen. Oh oh. Mr. Palme. Dem Herrn Palme geht es gar nicht gut. Ja, gehst du Wasser? Nach den ersten 5 Stunden. Oh, Mineralwasser. Ja. Ja, Mineral ist gut. Ich glaube es nicht mehr, sonst das kommt gerade unten wieder raus. Vielleicht fängt er an Pause nachher. Aber jetzt gerade ist das Gegenteil von Pause. Ich tue mal da auf die Klimaanlage an. Er wird der erste Baum sein, der über der Baumgrenze existieren kann. Und er will zeigen, dass du über deine Limite gehen kannst. Als Pflanze, als Lebewesen. Sag doch einfach, das ist ein Experiment. Wir wollen schauen. Nein, Mann, ich spiele nicht mit Lebewesen. Der Herr Palme, ich bin ein Pflanzenflüsterer. Okay. Im Moment lampert er, aber darum sind wir ja da. Wir stehen hinter dem Herrn Palme und zeigen es der Welt. Aber wenn es ihm wirklich schlecht geht, dann gehen wir runter. Es ist auch nicht schlimm, mal einen Rückzug zu machen im Leben. Es ist wirklich nicht schlimm, zu sagen, hey, ich habe es nicht geschafft, die Tür ist zugegangen, dann geht eine neue auf. Die erste Single «Die Türe geht auf» ist jetzt nicht mega viel am Radio gelaufen. Wenn du das von der kommerziellen Seite anschaust, ist es kein Hit. Aber ich habe das gebraucht, um auf die Reise zu gehen. Aber es ist natürlich auch ein Business, wo Leute irgendwie existenziell daran beteiligt sind und wollen, dass es klopft und tätscht und dass die Raketen immer auf dem Mond landen. Und jetzt ist halt mal eine Rakete am Mond vorbeigeflogen. Das muss man ernst nehmen, klar. Man muss das anschauen. Aber gleichzeitig sind es ja wie Zeitdokumente. Und ich finde es wichtiger, dass ich wie das ausdrücken kann. Ich habe schon das Hit-Gen in mir inne, wo will, dass es funktioniert. Aber im Kreieren will ich den Druck nicht haben. Ich finde es spannender, wenn ich einfach frei arbeiten kann. Zuerst habe ich mich verliebt, dann habe ich mich verkehrt. Das ist super, super, oder? Keine Ahnung vom Spielen, keine Ahnung von den Regeln.
auf sie, aber sie steht nur auf Eis. Ohne Scheiß, sie liebt das Spiel mehr als mich. Es ist eine spannende Situation, wenn du mit einem Menschen 3 Monate unterwegs bist. Wir haben ein gemeinsames Ziel. Und das ist jetzt ein Album zu machen und mit dem Container irgendwann um die Welt zu gehen. Und das Ziel haben wir einfach, das haben wir internalisiert. Das ist in uns inne. Und ich glaube, wenn du immer an diesem Ziel festhältst und den Weg dorthin geniessest, dann ist es einfach geil. Und das kann ich mit dem Jägi machen. Sie ist ein Girl in Curly, ja. Sie spielt mit mir Girl in Curly, ja. Los mal. Ihre Liebe eiskalt, so eiskalt. Jo! Gitarre im Refrain finde ich so wie... Ja, es gibt echt nur eine. Das ist die Regel. Es gibt nicht mehrere übereinander. Das ist für mich ein kleiner Challenge, weil ich schon eher meine Musik überfüllt habe. Mit Streichen und Chör und 4 Gitarren und dann noch Hi-Hats, die sich überlappen. Und jetzt einfach mal probieren, das wirklich aufzuräumen und irgendwie die karge Landschaft musikalisch widerspiegeln. Das finde ich schon recht spannend. Dann tust du aber wirklich drücken. Ja? Und hier strecken, komm. Dort zurückkommen. Dort noch eine. Machen noch 2 pro Seite. Number 1. Mach 12, oder? Komm. Nicht zu weit oben, nicht zu weit oben. Alter. Komm. 10, Pause. Oh. Das waren die 10 Minuten, oder was? Nein. 3. Ich glaube nicht einmal im Fall. Wir müssen einfach die Roger Federers werden vom Reggae. Das ist das Ziel, Mann. Mein Cousin, der Nick, ist Personal Trainer und schaut, dass ich die nächsten 3 Monate fit bleibe hier oben. Weil ich will das Album ganz anders machen als die letzten Alben von mir, wo ich dann irgendwann mal ins Bier trinken abgeschweift bin und ins Rauchen. Und das Mal will ich einfach mal straight durchpfeifen und einfach fit bleiben. Ich will das jetzt einfach durchziehen. Machen, und für dich machen, Und für dich machen, und für dich machen, Ja, genau. Sperrangel wie du. Genau. Also wenn ein Wett. Und für dich machen, Sperrangel. Für dich machen, Der Autotune ist wie ein Instrument. Und das musst du wie anfangen zu checken, wie das Instrument funktioniert. Und das ist spannend. Und häufig weiss ich gar noch nicht, was passieren wird. Und beim Singen merkst du, aha, das kommt dabei raus. Ja, ne, also, so ist besser zu sagen, offen. Immer ein bisschen... Sperrangel, Sperrangel wie du. So. Ja. Mit der normalen Stimme würde ich das nie machen. Also ich würde es grässlich finden. Ich würde es nicht schön finden. Aber mit dem Effekt zusammen gibt es eben einen Style. Und das ist noch nicht geil. Und für dich machen, Sperrangel wie du. Das hat ihn. Und für dich machen, Sperrangel wie du. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist das Gewinnergesicht. Und das hier ist das Losergesicht. Also die beiden. Prägt euch gut ein. Ist gut, merkt es euch. Update in ungefähr 3 Stunden. Wir sind hier letzten Tag auf dem Grimsel und der Dodo hat irgendwann mal so eine Schnapsidee und gefunden, er will schneller als der Container ist auf einen Furka übersäckeln. Und ich sage no chance, weil mein Team hier, das sind Profis. Ich habe einen Vogel in meinem Kopf, er sitzt genau hinter meinen Augen. Vorbei, er fliegt hin und her. Ich weiss, das kann man fast nicht glauben. Er flattert neben meinem rechten Ohr und zwitschert in mein linken rein. Er pfeift Tag und Nacht und Part immer neue Melodien. Ich habe einen Vogel in meinem Kopf, er ist gar nicht so gross, aber er kann sich aufblustern, wenn er an meinen Schädel klopft. Top, top, nonstop. Für mich sind Hits ein easy Job. Muss nur singen, was er pfeift, neue Single wieder.
Der Container hat uns überholt. Jägi! Nein! Es ist schon hure gut. Es ist so. Jetzt gehen wir vorne bis zu dem Stein dort. Wie fühlst du dich? Ja, super. Lebendig. Wieso ich so kompetitiv bin oder wirke? Vielleicht kommt es aus der Hip-Hop-Vergangenheit, das ganze Kompetitive, weil dort dich halt gemessen hast, du hast das Mikrofon genommen und du hast einfach die besseren Rhymes droppen und einfach ein bisschen fresher sein als alle anderen. Du bist im Bus, musst nur in dich hineinhören, dann bist du grün, dann bist du gross, wo Jungs, ich habe gewonnen. Gut ab, ey. Super. Hoi. Super. Ja. Bravo. Hast du es geschafft? Ja, ich habe es geschafft. Ich habe es ja gesagt. Ich bin stolz auf euch. Ja, ich bin stolz auf Dodo, Mann. Ich bin stolz auf dich. Du hast es gut gemacht. Also einmal hat er gesagt, ich kann nicht mehr reden. Und das gibt es hure selten. Der Sieg hat immer gelabert. Ich habe irgendwann gesagt, ja, okay, jetzt musst du reden. Komm, Loser. Ich weiss, du kannst nicht so gut Danke vielmals. Danke vielmals. Für die Armen. Du bist nicht so ein guter Verlierer. Aber es macht nichts. Ja, 2 Stunden. Mach's auch mal. Ist gut, dann reden wir weiter. Egal, ob ich jetzt gewinne oder verliere, das ist genau das Gleiche für mich. Und ich sehe ja den Gewinn, weil ich es gemacht habe. Und dann kann ich besser werden. Ich habe schon so viel verloren in meinem Leben. Und es war alles eigentlich ein Gewinn, weil es mich da angebracht hat. Und jetzt würdest du nochmal eine Challenge annehmen? Ja, Ja. Ich nehme immer eine Challenge an. Wenn wir alle Süßgetränke gestrichen werden, von gewissen amerikanischen Herstellern. Und jetzt, was willst du damit sagen? 1 Monat Abstinenz. Hier oben. Weißt du, was ich die ganze Zeit gedacht habe, als ich aufgegeben habe? Oh geil, jetzt gibt es ein kühles Bier da. Oh Mann. Top, die Wette gilt. Ist gut. Was ich darüber nachgedacht habe, über das Treiben, ist, ich mache ja gerne Yoga. Und Yoga ist eigentlich das Gegenteil von Leidenschaft. Weil im Yoga, du treibst dich, eigentlich den Körper so weit, dass du deinen Geist kannst beruhigen und dann im Zen bist. Und das ist ein mega schöner Zustand. Aber es ist eben nicht so cool zum kreativ zu sein. Und das habe ich eben auch schon gemerkt. Und das regt mich ein bisschen auf, weil eigentlich mache ich mega gerne Yoga und eigentlich bin ich mega gerne ausgeglichen. Und dort kommt irgendwie der Krux in meinem Leben, wo mich selber fasziniert. Wo ich aber auch finde, das ist genau das Feuer vom Leben. Dass ich mich dem aussetze. Weil wenn du zu sehr ausgeglichen bist, machst du halt nachher eine ausgeglichene Musik oder ausgeglichene Kunst. Und das ist einfach nicht so interessant. Was ich wirklich glaube, ist, dass alles im Kopf passiert. Wenn du Ideen hast und die dir wirklich vorstellen kannst, dann können sie eben dann auch wahr werden. So wie zum Beispiel eine Mondlandung. Das war auch zuerst im Kopf oben. Leute wollten auf den Mond gehen, Leute wollten fliegen. Das waren alles Ideen. Der Container war auch so eine Idee. So sind wir Menschen. Wir sind Creators. Und darum kreieren wir unsere Realität eigentlich konstant kreieren. Ich denke immer, ich bin ein Magnet. So, ich ziehe es an. Wenn du Container ausstrahlst, dann wirst du Container rüberkommen. Wenn du Good Vibes... Yeah!
Ja, mit seinen positiven Vibes die ganze Zeit. Es kann manchmal schon recht auf die Nerven gehen, aber er zieht es halt durch und schlussendlich stimmt es für ihn. Also ich bin manchmal eher so ein bisschen der ein bisschen runterzieht und ich kann gerne mal ein bisschen down gehen. Und der Dodo ist halt echt wirklich immer gut drauf, ich weiß auch nicht wieso. Und das ist dann irgendwie... ja, also mir tut es dann schlussendlich gut und es hilft auch immer wieder, wenn es ein bisschen Krise kommt, daraus rauszukommen. Jo! Morgen. Morgen. Alles klar? Ja. Bei dir auch? Ja. Oh. Das ist der letzte Sonnentag heute. Ende Woche, Schnee. Und die ganze Woche Regen. Ab Donnerstag Dauerregen. Ah, Scheiße, Mann. So. So. Ah. Ja, kannst du noch ein bisschen schütteln. Dass es noch ein bisschen weitergeht. Ja, ich glaube, es auch noch mal die Songs durchhören, was wir so bis jetzt haben. Bald müssen wir ja eine Single abgeben. Oh, ich bin noch müde. Das war nicht so eine gute Idee mit dem Blätterli-Wasser. Ja, irgendetwas ist wirklich nicht gut. Ah, da ist er. Gut, bei der Yogamatte. Wieso auch immer, dass der Kaffee... Von mir aus kannst du jetzt laufen lassen, die Musik. Oder willst du mir noch etwas belehren von Kaffeemaschine? Ja, ich möchte einfach zuschauen. Oh, du trinkst gar keinen Kaffee? Ja, aber ich kann gut klug scheissen. Ja, wir haben ungefähr 10 Tage jetzt und dann müssen wir 3 Singles abgeben. Wo nachher eine wird ausgewählt werden, wo die nächste, die dann rauskommt. Und nachher muss man es noch ein bisschen mixen, mastern. Und dann Feierabend. Also schon ein bisschen, the pressure is on. Ich glaube, da braut sich etwas zusammen. Oh ja, das sieht gut aus. Ja, ich glaube, jetzt kommt wirklich jetzt kommt eine harte Woche. Oh, Scheiße, Mann. Willkommen auf meinem Umweg über den Pass auf der Odyssee. Oh, Odyssee. Schön die Welt mal von oben zu sehen. 2000 Meter ungefähr. Und ich treibe im Wolkenmeer. Oh, Odyssee. Oh, Odyssee. Nicht ganz nach Plan, aber voll okay. Yes. Woohoo! Yes, wir haben es geschafft. Ich glaube es nicht, Mann. Jetzt sind wir wirklich beim Ursprung. Das Wasser, das bringt uns mal auf Afrika. Ab der scheiß Corona-Scheiß durch ist. Das ist jetzt wirklich heiliges Wasser. Das Wasser kommt an die Elfenbeinküste. Also am liebsten noch mit meiner Mutter zusammen.
Es wäre hure cool, wenn sie auch kommen. Und sonst alleine. Und dann bringe ich das Wasser dort in den Garten. Wir hatten einen Mangobaum, wir hatten einen Avocadobaum. In Yopougon. Diese Flasche fülle ich ab für Südafrika. Ich dann sagen, hey, schau, das Wasser ist abgefüllt worden von der Quelle, von dem Fluss, der uns rausgetragen hat ins Meer. Und dann runter. Wir sind connected mit der ganzen Welt. Vergessen wir das nie. September, September, und es schneit, als wäre Dezember, aber mir ist es gleich, ich bin auf der Furka mit dir. 2400 Meter über Meer, wo ich Berghütten sehe. Tut der Nebel thront sie auf dem Fels, ja schon fast bin ich dort. Jetzt fängt's an schneien, ich laufe schneller, bin schon 5 Stunden auf dem Weg. Diese Challenge habe ich verhängt. Nein. Cheers. Aufs Leben. Ja, jetzt bin ich gerade ein bisschen durch. Vielleicht auch ein bisschen sentimental. Bald ist es fertig. Und ich muss noch sehr viel machen, schreiben. Ich wollte jetzt eigentlich raus und mit internationalen Leuten zusammenarbeiten und mich weil ich weiss, ich kann das. Ich kann vom Handwerk kann ich Beats machen und ich kann Texte schreiben und ich weiss, wie aktuelle Musik funktioniert. Und dann hat es mich aber halt auf Berge verschlagen und ich finde das einfach mutig für mich selber, dass ich jetzt halt es hat etwas anderes gemacht mit mir. Und der nächste Ding, was ich eigentlich will, ist vielleicht auf eine andere Sprache singen. Weißt du, auf Englisch oder Französisch. Aber ich hatte nicht das Bedürfnis, in der Pass oben Englisch zu singen. Ich habe einfach nicht, es hat sich komisch angefühlt. Was soll ich jetzt da Englisch singen? Da mit den Steinböcken und dem Murmeli. Wirklich nicht. Die schauen mich an und denken, was läuft, Mann, Alter? Ich habe gedacht, ich gehe da rauf und ich mache den abgefahrensten Scheiß ever, weil ich einfach Zeit habe, zum Rumtüfteln. Das habe ich gedacht, Mann. Nicht gedacht, dass ich nachher über 6 Tage im Schnee singe. Wir sind 6 Tage geschneit auf dem Pass, Oh Annemarie, immer wenn es steht, ja dann denke ich an dich, oh Annemarie. Schlussendlich ist es eine Grundsatzfrage. Machst du etwas, weil du gefallen den Leuten oder machst es du, weil dich das flasht? Wenn ich etwas ausprobieren kann, wo jemandem nicht gefällt, dann ist es im Fall nicht mein Problem. Es war noch nie mein Problem, dann ist es ihr Problem. Und das ist auch das Realste, was du eben machen kannst. Vielleicht. Weißt du, an dem Punkt bin ich schon viel, wo Leute mich auslachen. Sie haben gelacht, als ich angefangen habe zu rappen. Sie haben gelacht, als ich angefangen habe Reggae zu machen. Sie haben gelacht, als ich angefangen habe zu produzieren. Sie haben gelacht, als ich auf einer Insel bin. Sie haben gelacht, als ich gesagt habe, ich mache einen Container. Sie haben immer gelacht. Ist doch schön, sie lachen. Aber schlussendlich habe ich es gemacht. Und das ist der Unterschied. Ich mache es. Sie lachen.
Also die ganze Reise hat ja mit einer Redewendung angefangen. Ins kalte Wasser gumpen. Zuerst hast du ja ein bisschen Angst. Jeder grosse Traum, den du hast, macht dir Angst. Aber dann musst du ja reingumpen. Du musst in den Traum hineingumpen. Das ist eben ins kalte Wasser hineingumpen. Und wenn du reingumpst, dann löschst du deine Angst aus. Ist jedes Mal so. Du kannst gar nicht mehr denken, du bist einfach. Und das ist das Schönste. Das sind eben, wenn Träume in Erfüllung gehen. Oder ich weiss auch nicht, das ist einfach so die Magie des Lebens. Aber du musst den Mut haben, das zu machen. Du musst dort reingehen. Ins Kalte, ins Ungewisse, die Unsicherheit. Es ist immer Freiheit. Africa, I'm coming!